Hi Leute, da bin ich auch wieder mit einer weiteren Folge von Stories to Path of Destinies. Ja, ich habe wieder ein bisschen vorgespielt, wie ihr sehen könnt. Ich habe mal wieder Lapino gerettet, ich habe den Skyripper geholt und habe jetzt die Wahl, ob ich zu den Wissenschaftlern gehe oder den Skyripper-Kern Lapino gebe und mich an den Außenposten ranwage, um den anzugreifen. Das haben wir noch nicht gemacht, deswegen würde ich sagen, da legen wir auch gleich los. Trust me, Renardo, you won't regret this. I'll treat the core like it was my own baby daughter. As the Farfarer dived towards the Nexus, Lapino was jumping up and down with excitement. Stop rabbiting around, Renardo said. Lapino just stared at him. The moment the ship landed, Lapino leapt off the ship. Ja, und weg ist Lapino und auch der Skyripper-Kern. Mal schauen, vielleicht treffen wir ihn irgendwo tot. Immerhin vergiftet der uns ja. Oder er gibt ihm den Imperator, was ich eher vermute. Weil das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja. Wieder zurück im Nexus. Wie so oft, ich hasse diese Gegend. Vor allem, weil ich mich dort As Lapino vanished into the wilds of the Nexus, Renardo vaguely remembered Lapino had a baby daughter, didn't he? And he told her mother he was going out to get some Easter eggs, and he'd never come back. But Renardo was relieved not to carry the core anymore. He was already feeling better. And who knows, maybe this time Lapino would get it right. And if Renardo could take the outpost, he'd have access to all the Empire's communications in the sector. Right? Tja. Aber Lapino hat scheinbar eine Tochter, das ist mir neu. Entweder habe ich es nie mitbekommen oder ist es wirklich gerade zum ersten Mal gesagt worden. Na egal. Nicht hängen bleiben. Blöder Fuchs. So, ach, wir gehen einfach weiter. Wird schon stimmen. Oh Gott. Ja. Wild in der Gegend rumschlagen, das kann ich am besten. Ja, hau ihn. So ein bisschen was von Hau den Lukas hier. Einfach draufhauen. Ja, das ist dieses, ich habe inzwischen rausgefunden, was dieses komische Leuchten ist. Das ist, wenn ich einen Angriff im letzten Moment blocke. His joints still hurt, but he couldn't feel the poison in his system anymore. He'd let the armature slip out of his hands to save his friend Lapino. Of course he had to let Lapino take the core. The rebellion needed every man doing his duty. And the rabbit would be no good taking on an Imperial outpost, right? Wer weiß. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch so erzählen soll. Bei mir schneit's gerade. Das erste Mal im Jahr. Oder seit dem letzten Winter. Finde ich ziemlich cool. Nur leider wird der Schnee nicht liegen bleiben, so wie es so aussieht. Ist viel zu warm noch. Aber es soll, wir haben Schnee. Und ich bin am Außenposten. Immer. Das geht irgendwie ziemlich schnell, ne? Hier. Schnetzel, Schnetzel, Leute. Ja. Ach, da kommen hier noch mehr. Muss ich mal aufhören hier? So, danke. Problem gelöst. Ne? Renardo took the outpost with a song in his heart. Soon he was stuffing his sack with key messages from and to the fleet. Then the far speaker toad chortled a new message. The observatory had been sacked by ravens. Lapino and all the scientists had been taken to the mountains. Why? Why had he trusted Lapino again? And now the Empire had the core. Renardo hailed the rebel base to warn them. But their far speaker didn't crouch back. Was the base under attack too? Super. Wir haben jetzt die Wahl, nochmal Lapino zu retten. Oder zum Stützpunkt zu gehen und die zu warnen. Ja, ich bin dafür, wir retten Lapino. Und legen hier gleich mal wieder los. Who knew what was going on at the base? But he knew what the ravens would do to Lapino if Renardo didn't rescue him fast. Well, actually he wasn't exactly sure. It kind of depended on whether Lapino was a traitor or not. Renardo just couldn't bring himself to believe that. What are old friends for, if not to need rescuing every few days? Das finde ich natürlich super hier. Alle paar Tage retten. Ja. Ja, zurück zum Schnee.
Würde mich interessieren, ob es bei euch auch schon geschneit hat dieses Jahr. Oder diesen Winter. Und ob bei euch auch der Schnee liegen geblieben ist, weil bei mir, ich hoffe drauf, dass ich eine weiße Weihnacht bekomme, wenn es jetzt schon schneit und es da zumindest ein bisschen Schnee liegt. Renato felt a twinge of doubt. Should he have gone to the base? No. Logically, wherever they'd taken Lapino was probably where they took the core, right? Oh, why couldn't Lapino have just, for once, not got himself captured? Was that too much to ask? He shouldn't be too hard on the rabbit. Oh, he meant well, and he was insanely brave. You have to admire that. Oh Gott. Oh. Mit der Explosionsflitze, ich hasse sie, ey. Ich hasse sie. Jedes Mal derselbe Scheiß. Ich hit sie an und bleib dann zu lange drin stehen und krieg die Explosion volle Kanne ab. Irgendwann töten die mich noch. Ui. Bisschen tanzen. Renato was making himself dizzy. Fun. Was? Ich habe mich gerade selbst schwindelig gemacht. Das ist ja interessant. So, diesmal nehmen wir den Weg. Ich glaube, der andere war nicht... keine Situation, aber ich muss kämpfen. Na komm, voll runter. Alles kaputt hauen. Probieren wir es doch gleich nochmal. Ui. Das funktioniert tatsächlich. Bin beeindruckt. Aha. Okay, das andere wäre nur mit einem Truhen mehr gewesen, glaube ich. So. Jetzt nehmen wir mal wieder ein bisschen Schwert her. Das ist ein bisschen vernachlässigt. Aber was soll's. Wir brauchen sie ja irgendwie nicht mehr. Die Raben halt eh nicht so. There was no sign of him or the ravens who'd captured him. Just rocks and snow and the usual scouts. No sign of the core either. Was this a wild rabbit chase? Well, trust Lapino to screw up even getting captured. But what was this rebellion for anyway? Well, Lapino's a useless goof. But he was a friend. If friends didn't matter anymore, what was the point of winning this war? Ja, was hat der Krieg für einen Sinn, wenn die Freunde nicht mehr zählen? Stimmt schon irgendwie. Freunde sind immer das Wichtigste. Das ist so eine Sache, die man in jedem Rollenspiel lernt. Pass auf deine Freunde auf, denn irgendwann wirst du sie noch brauchen. Ja. Jetzt mache ich euch alle kaputt hier. So. Perfekt. Sieht doch ganz gut aus. Und weiter geht's. Jetzt haben wir es, glaube ich, auch gleich geschafft. Genau. Ich vergesse immer, wo ich war. Schnee. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch schon geschneit hat und so. Ja. Vielleicht kann ich euch in einer weiteren Folge dann noch erzählen, ob der Schnee liegen geblieben ist oder nicht. Ich glaube es ja nicht. Weil gestern hat es noch geregnet. Aber es wird kalt, man merkt es langsam. Und ja, weiße Weihnacht und sowas, das ist ja eh immer das, was man sich am meisten wünscht. Aber das habe ich seit langer Zeit nicht mehr so wirklich gehabt. Wird halt immer wärmer leider und deswegen ist das mit dem Schnee liegen bleiben immer so ein Problem. Vor allem in den Städten. Aber was soll's. So. Renato thought of the choices he had made so far. Rescuing a friend and then sending him to be captured. Recovering a super weapon and letting it fall into enemy hands. Risking an assault on an enemy base for military secrets, and then failing to deliver them to the rebellion. Well, he was alive, at least. At the end of the mountain path, Renato came to a clearing. There was a campfire, raven feathers, and... oh, Lapino's lucky deck of cards. That wasn't good. Renato hoped Lapino had not tried to cheat his captors at cards. Ravens were much better than weasels at counting, and they had a very poor sense of humor. Then, he saw what he had hoped never to see. Fresh scraps of rabbit fur. Ragged and bloody, ravens would eat anything. By Grabthars' hammer! Renato screamed at the sky. I will avenge you! The rebels had assembled their fleet. Ahead,
The clouds were dark with Imperial ships. If he could reach the Emperor before the rest of the rebels did, maybe he could settle this without too much bloodshed. He set sail, and the Farfarer shot forward. Okay, scheinbar haben die Raben jetzt endgültig mal Lapino gefressen. Ich habe echt lange darauf gewartet, bis das mal passiert. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass er wirklich von den Raben gekillt wurde. Ganz ehrlich. Das ist doch alles wieder nur eine Falle. Das ist irgendein anderer Hase, den sie da gefressen haben. Beziehungsweise, sie haben ihm halt ein bisschen Fell ausgerissen. Poor Lapino had never been a great warrior. The mad rabbit was good for a lark and a laugh. And a pint. The thought of ravens eating him made Renardo furious. The way they were eating up the land. The way the Emperor was eating up the people with his new, bloodthirsty ways. He would make them all pay. Ja, wir sind ein klein wenig rachsüchtig, wie es aussieht. Okay, Lapino ist vielleicht wirklich tot. Aber... ja, was ist man nicht so alles für seine Freunde? Rachsüchtig. There it was again. The back door to the portal that went to the center of the fleet. Das kennen wir auch schon zur Genüge, weil wir über diesen Weg gehen. Aber warum auch nicht? Ich meine, er ist ja schnell und so. Und jetzt kommt wieder das Slow-Mo-Schiff. Ja. Dann. Aber schön, dass ich jetzt endlich, so gegen Ende des Spiels, endlich mal rausgefunden habe, wie man diesen Fehler umgehen kann. Und nicht immer in diese Slow-Mo stecken bleibe. Das ist echt nervig. Kostet unendlich viel Zeit. Aber ich fand es auch cool, den Speed-Buff, den ich mal hatte. Wo wir immer so super schnell durch die Gegend gezischt He'd sind. given up every objective to save his friend. He'd given up the armature, the core, the gem, and even Zenobia. He loved Lapino, he realized. Now the rabbit was gone. A hero looks out for his friends, even when they're gone. He would send Lapino an honor guard of ravens to serve him in the halls of the valley. He would avenge him. Ja, wir werden ihn rächen. Mal schauen, wahrscheinlich sticht er uns trotzdem noch in den Rücken. Wir kennen ja unser Glück. Das war in der allerersten Mission, die wir gespielt haben, hat er uns ja verraten. Und uns dann hinterrücks umgebracht mit einem Armbrustbolzen. Das fand ich schon ziemlich übel. Und das allererste war, was wir gespielt haben. Aber was soll's. Wir haben eh schon hier einen guten Haufen an Folgen zusammen, glaube ich. Das müsste jetzt 37 oder sowas sein. Wo müssen wir lang? Ah ja, wir müssen sogar wirklich mal wieder zum Schiff des Imperators. Ja, kündigt uns an. Bam, bam. Schön die Explosionsteile. Was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich sind es irgendwie so Leuchtdinger. Jedenfalls werden wir jetzt hier ein bisschen schauen, wie das jetzt hier ausgeht. Ich bin echt gespannt, ob wir wirklich ob Lapino wirklich tot ist oder ob das nur Fake war. Au! Zum Teufel noch eins. Wie hat er uns getroffen? Ich hab den nicht mal gesehen. Ja. Aber ich finde auch das Schiff so geil mit dem Maul und dann dem Laufsteg. Ich finde das ziemlich gut gemacht eigentlich. Also haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und hinein ins Vergnügen. Finally, he reached the Emperor's ship. And there was Lapino, surrounded by ravens. He was alive. They'd eaten some other rabbit. I'll save you! He shouted with joy and flung himself at the ravens. Oh, you shouldn't have, said Lapino when the last raven was down. Renardo threw his arms around his best friend. I had to come. I love you, man. You really, really shouldn't have, said Lapino. And Renardo felt a rather sharp pain in his back. As he collapsed, Lapino took the dagger out of Renardo's back and wiped it off on Renardo's sleeve. Why? You always have to be the hero. Brave Renardo, epic Renardo, super sexy Renardo, and I'm sick of it. As Renardo died, all he could think was, damn it, fooled again. Tja, ich hatte also recht. Lapino hat überlebt und hat uns mal wieder betrogen. Ja, wer hätte es gedacht? Gut, wir haben wieder eine Story abgeschlossen. Zur Geschichte Nummer 3 diesmal.
ist Grabthars Hammer. Okay. Ein Held, dem Freundschaft über alles geht. Das finde ich ganz gut. Da bin ich immer ein guter Fan von. Was haben wir bekommen? Wir haben Windassets bekommen, die wir nicht mehr brauchen. Jetzt können wir uns hier mal kurz die Geschichte anschauen. Damit ihr es nochmal seht. Wir haben Lapino gerettet. Wir haben den Kern geholt. Dann haben wir den Außenposten angegriffen und Lapino nochmal gerettet. Was natürlich super geil war, weil er uns am Ende umgebracht hat. In der nächsten Folge werden wir dann mal sehen, was der letzte Handlungsstrang von Lapino uns wahrscheinlich bereithält. Sofern ich das richtig sehe, müsste es nämlich der letzte sein. Ich habe mir das Ganze mal aufgeschrieben, dass ich auch wirklich alle Missionen durchspiele und nicht irgendwo dann planlos rumrennen und suchen muss. Aber okay, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dass ich nicht zu sehr Blödsinn gelabert habe. Wie gesagt, bei mir schneit's. Könnt ihr mal schreiben, wie es bei euch so aussieht momentan. Ich meine, wir haben Anfang November, da kann es auch mal schneien. Gehört sich so. Ja, damit verabschiede ich mich und ich wünsche euch, wenn es bei euch schneit, einen schönen verschneiten restlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!